Für mich hat sich Berlin ein bisschen in Berlin Walt Disney entwickelt. Und ich finde, dass man ein bisschen schauen muss, dass diese Stadt nicht so in einem Schaufenster sich entwickelt, wo dahinter nicht mehr viel steht. Und in allgemein, ich sage nicht, dass die Leute sich so entwickelt haben, sondern das Bild, was die Stadt nach außen verkauft, mittlerweile finde ich ein bisschen ein armes Bild und langweilig. Ja, über Berlin und billig kann ich etwas anderes sagen. Ich meine, Berlin ist billig für die Leute, die ihr Geld außerhalb von Berlin haben. Das ist eine andere Frage für diejenigen, die hier in Berlin leben und mit dem Lohn von Berlin überleben müssen. Das heißt, so billig die Räume hier sind, entsprechend ist die Stundenlohn für einen Job, was man angeboten bekommen kann. Ich meine, als ich nach Berlin gekommen bin, gab es noch Mauer. Ich bin ein Jahr vor der Mauer in Berlin angekommen und ich war gerade frisch fertig mit meinem Studium in Spanien von Kunstuniversität. Und ich wusste, dass für einen Künstler immer wichtig ist, wegzugehen, von woher es kommt. Man muss immer neue Horizonte sehen, neue Kulturen oder neue Situationen auch erleben, als was man so immer gehabt hat. Und ich hatte es gemacht. Ich habe nicht gewusst, wie lange ich in Berlin bleiben würde. Aber es war so, dass ich erstmal in Berlin fand, dass alles, was ich ein bisschen geahnt habe oder gesucht habe, konnte ich so ein bisschen nacharbeiten, nachfinden. Und relativ schnell fiel die Mauer und es war klar, dass ich diesen Moment auch erleben wollte und bin ich weiter geblieben. Meine künstlerische Arbeit bezieht sich auf verschiedene Levels, wie ich mit Bildern umgehe. Und ich würde sagen, das ist mit Video, Fotografie und Zeichnung arbeiten. Das heißt, es ist eine Betrachtung von der Bildproduktion in verschiedenen Levels. Es gibt ein Thema, das mich immer interessiert, und das ist die Frage von Körper. Aber für mich dieser Körper hat ein abstraktes Level, wo es geht auch darum, viele verschiedene politische Fragen wie Technologie und Körper, Identitätsfragen, Nationalitätsfragen, die zu diesem Hauptthema auch dazu gehören könnten. Und eine von denen konnte ich auch selber von diesem T-Shirt sprechen. Das ist ein Projekt, was ich auch durch den Kultursenat in Auslandsstipendien in 2008/2009 für Istanbul bekommen habe, wo ich dort 6 Monate gelebt habe und wollte ich für dort etwas entwickeln, was mit Frauen zu tun hatte und die Möglichkeit, in den öffentlichen Raum bestimmte Positionen von Frauen darzustellen. Das T-Shirt gehört zu dem Projekt, heißt 8. März, das Projekt in Istanbul gemacht wurde. Und es gibt verschiedene Aussagen, so ungefähr 10 Sätze, was ich entwickelt habe. Und das konkret bedeutet, ich möchte in Freiheit leben. Ich finde die Herausforderung, von Kunst zu leben, eine große Herausforderung. Natürlich in meiner Studienzeit denkt man, ich werde es schaffen wie alle anderen. Und je länger du in diesem Kunstbetrieb bist, desto mehr verstehst, dass der Weg lang ist, schwierig ist, anstrengend ist, aber manchmal auch schon. Ich weiß, die Kuchen ist klein und alle wollen wir von den Kuchen essen. Das bedeutet, dass es ein heftiger Kampffeld und muss man auch für sich selber klar machen, ob man dazu so gehören möchte oder ob man auch andere Wege finden kann. Mir bedeutet die Freiheit, Kunst zu produzieren, zu machen, sehr viel. Das heißt, ich habe lange nicht Galerien haben wollen, habe ich nicht gehabt, bin ich gewesen, bin ich rausgegangen. Mittlerweile habe ich schon seit einigen Jahren eine Galerie in Madrid, die sehr gut ist. Aber was mir wichtig war und immer noch ist, und ich merke immer für die Galeristen, es ist schwierig zu verstehen oder für meine Galeristen,
dass man nicht angewiesen sein muss und Kunst zu verkaufen und davon leben zu müssen oder zu wollen. Ich denke, das habe ich mir so hart gearbeitet, dass ich nicht diese Pflicht habe. Natürlich ist es gut, wenn man Kunst verkauft wird. Natürlich ist es gut, wenn meine Kunst in bestimmte Häuser, Museen, Sammler, Archiven sind. Natürlich ist es gut, Geld zu haben, weil man seine eigene Kunst verkauft hat. Aber für mich ist es wichtig, auch die Freiheit zu haben. Ich bin nicht angewiesen, etwas zu produzieren, damit man verkaufen muss. Was für mich auch sehr wichtig ist, in Bethanien ein Atelier zu haben, ist nicht nur, weil ich das Atelier habe, was ein ganz schöner Platz ist, sondern die Zusammenarbeit oder die Möglichkeiten, was mir die verschiedenen Werkstätten, die in-house sind, auch anbieten können. Das heißt, wie ich schon vorher gesagt habe, ich arbeite mit Video und Fotografie und wir haben im Haus eine Medienwerkstatt des Kulturwerks BWK und eine Druckwerkstatt des Kulturwerks BWK, wo ich unterschiedliche Arbeiten realisieren kann. Und eine von denen ist auch Druck von Fotografie oder in der Medienwerkstatt, wo wir uns jetzt befinden. Und das ist eine sehr gute Möglichkeit für mich, meine Sachen in eine hohe Qualität zu machen, weil ich hier die entsprechenden Programme benutzen kann, die mittlerweile nicht immer so schnell kaufen kann oder besorgen kann.